Arbeit, Brittany. Und alles an einem Tag beendet. Brittany! Jerry, der Autopilot funktioniert nicht. Ich fliege mit manueller Steuerung. Können Sie mich hören, Jerry? Tut mir leid, ich verliere Sie! Bitte kommen, Jerry! Überraschung! Oh. Hast du deine Schlüssel vergessen? Und deinen Sinn für ein modisches Outfit? Nein und nein. Ich bin eine dieser Beauty-Bettys. Ist das nicht fantastisch? Was für eine Betty bist du genau? Eine von Tür-zu-Tür-Verkäuferin von allem, was die Welt so braucht. Oh, wow. Gab es in den Nachrichten nicht einen Bericht über deren schäbige Produkte? Davon ist nichts bewiesen. Der überhöhte Preis spricht aber für sich selbst. Wie kann man denn genau sagen, wie viel Schönheit wert ist? Sam, bildet sich bei dir da gerade ein Pickel? Du hast gesagt, man sieht ihn nicht. Alex, hast du etwa wieder die Toilette geschrubbt? Toiletten machen sich eben nicht von allein sauber, weißt du? Kommt schon, Mädels, gebt ihnen eine Chance. Für mich, eure beste Freundin. Wollt ihr denn nicht für die ganzen süßen Jungs beim Whoop-Treffen dieses Wochenende toll aussehen? Naja, wenn man es so sieht, ich nehme die Handlotion. Ich nehme den Gesichtsreiniger mit dem weichen Tuch. Das ist so, als ob 1 Million Finger die Haut ganz sanft abblättern. Ja, wirklich, meine Hände waren niemals so geschmeidig. Das macht dann 69,47. Mann, für jemanden, für den Schönheit keinen Preis kennt, schlägst du aber ganz schön zu. Wir stecken in einer Krise, Mädels. Die einzige Krise, die ich sehe, ist ihre blässliche Gesichtsfarbe, Jerry. Glücklicherweise habe ich einen Megabräuner, den ich Ihnen gerne verkaufen würde. Britneys Flugzeug ist abgestürzt. Britney? Sie flog gerade über eine Insel im Atlantischen Ozean, als ich eine Alarmmeldung vom Bordcomputer erhielt. Dann nichts mehr. Aber sie war die beste Neuansteigerin überhaupt. Wir haben ihr alle Spionagetricks gezeigt, die wir kennen. Ich habe von ihr nichts mehr gehört. Ich befürchte, dass sie verletzt sein könnte. Und worauf warten wir dann? Lassen Sie uns anfangen, sie zu suchen und sie zu retten. Es ist etwas komplizierter, als Sie denken. Wenn eine Freundin in Not ist, gibt es nichts Kompliziertes. Ja, Britney ist die Beste. Nicht mal Alex war lange eifersüchtig auf sie. Ich war nicht eifersüchtig, nur kurz. Lang genug, um auszusteigen. Die Insel, die sie gerade überflog, ist eine streng geheime Hafteinrichtung für die gefährlichsten Gefangenen von Whoop. Das schaffen wir schon. Wir halten uns eben von der Hafteinrichtung fern. Ich fürchte, das wird nicht helfen. Wissen Sie, Britneys Flugzeug hat beim Absturz das Sicherheitssystem zerstört. Also laufen jetzt diese fiesen Bewohner der Insel frei herum und Britney ist ganz allein? So ist es. Und wegen dieser Lücke im Sicherheitssystem läuft jetzt der Selbstzerstörungsmechanismus der Insel. Sie haben genau 3 Stunden und 12 Minuten, um sie zu finden und da rauszubringen. Dann laden Sie uns doch bitte alle Verbrecher der Insel auf unsere X-Puder. Diesen Vorsprung brauchen wir ganz dringend. Ja. Izovs, bitte. Stelle Zubehör bereit. Izovs das Übliche. Plus M-Strahlenkontaktlinsen, Lasernagelfeilen und den hologrammprojizierenden Stimmungsring. Haltet durch, Brit. Wir sind schon unterwegs. Los geht's. Clover, stell den Link zu den fiesesten Verbrechern der Insel her. Wir müssen wohl auf 3 aufpassen. Gargantuan, der Chirurg und Alienator. Gargantuan wurde verhaftet, weil er versucht hat, den Planeten zu zerstören. Er ist zweimal entkommen. Er richtete großen Schaden an, bevor man ihn fasste. So ein riesiges Roboter-Dingsbums eben. Wir nehmen die Platine raus und fertig. Okay, der Chirurg wird festgehalten, weil er die Welt zerstören wollte. Und nun zum Letzten. Also, der ist auch nicht ganz ohne. Und, was soll das denn für ein Monster sein? Apropos Monster, seht euch mal das hier an. Alienator ist hier, weil... Naja, es ein bösartiges Monster aus dem Weltraum ist, das uns verschlingen will. Es ist blind, deshalb sind die anderen Sinne besser ausgebildet. Du kannst nicht mal atmen,
atmen, ohne entdeckt zu werden. Ich kann jetzt schon nicht atmen. Bei diesem Helm laufe ich im Gesicht ganz rot an. Ich dachte, das würde eher am Leder liegen. Meine Hände jucken nämlich gerade total. Komisch, mir geht's gut. Ich dachte sogar daran, dieses Outfit zu unserem Organisationstreffen zu tragen. Hey, sollte diese Insel nicht hier sein? Die Insel ist streng geheim, was bestimmt bedeutet, dass sie versteckt ist. Wartet mal, ich verändere kurz das Programm. Gefunden. Da drüben! Cool, lasst uns jetzt die Mission Rettet Britney beenden, bevor unter dem Helm alles strubelig wird und ein total guter Tag für mein Haar zerstört wird. Vielleicht wissen die Verbrecher gar nicht, dass das Sicherheitssystem nicht funktioniert. Der Gargantuan! Unfair, der ist ja viel größer! Sollen wir rennen? Zeit für ein bisschen Jetpack-Action. Alex! Weiß einer von euch vielleicht, ob Jetpacks mit Kotztüten geliefert werden? Warte, Alex! Ich rette dich! Hallo, wir sind mitten in einem Kampf. Konzentriere dich lieber aufs Wesentliche. Das ist nicht meine Schuld. Das ist diese fleckenverursachende Hautcreme. Sie greift total mein Gesicht an. Das ist wahrscheinlich nur Gift, Efeu. Beauty Betty hat eine Salbe dagegen. Aber jetzt sollten wir erstmal Gargantuans Hautplatine kurz schließen. Was hast du? Kein Wunder, dass Whoop nicht die Festplatte durchgeschmort hat. Es gibt gar keine. Gargantuans Inneres ist vollkommen organisch. Also ist das da gar kein Roboter? Nein, also brauchen wir jetzt Plan B. Folgt meinem Kommando. Ihr solltet mir eigentlich helfen, nicht dazu beitragen, dass ich mich noch schlechter fühle. Vertrau mir, ich habe das in einem alten Monsterfilm in einem Autokino gesehen. Es hat super geklappt. Hey, deine Hände sind super, Sammy. Ich wünschte, ich könnte bei dir das Gleiche sagen. Ich habe ja überall Haare. Das muss an dieser komischen Handcreme liegen. Keine Sorge, Alex. Beauty Betty macht fantastische Rasiercremes. Und nun genug geplaudert, Leute. Wir haben 2 Stunden, Britney zu finden und mit dieser tickenden Zeitbombe zu verschwinden. Na dann los. Britneys Flugzeug. Es ist noch total intakt. Wie kann man ohne jeden Kratzer abstürzen? Sehr gute Frage. Die Steuerung scheint okay zu sein. Und ihr Computer funktioniert immer noch. Britney ist eine zu gute Agentin, um sicher zu landen und sich nicht zu melden. Irgendwas ist passiert. Mal sehen, ob die Außenkamera irgendwas eingefangen hat. Brit ist nicht abgestürzt. Sie wurde zur Landung gezwungen, aber von wem und wieso? Ich hasse es total, wenn wir auf so triviale Sachen reinfallen.
Diese Wangenknochen, diese Augen, dieses Kinn. Naja, dafür kann ich eigentlich nicht viel. Ich wurde so geboren. Hier ein bisschen was weg, da etwas nähen und schon wird dein Gesicht wie meins aussehen. Oh, hoffentlich nicht. Hey, Doc, glauben Sie, Sie können mir bei meinen Händen helfen? Oh Mann, die sind wirklich sehr schön. Versuchst du etwa zu fliehen? Süß. Dich werde ich zuerst operieren. Fass sie nicht an! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So ist's gut, ich kann Karate. Vielleicht können Sie ja Karate, aber ich habe den schwarzen Gürtel im Hallenhalmer. Mal sehen, ob dir das gefällt, Kumpel. Britney, du bist am Leben. Clover, Alex, Sam. Oh. Ich kann nicht glauben, dass ihr mich gefunden habt. Ihr seid die besten Spione der Welt. Obwohl mir auffällt, dass ihr zwei anders aussieht, als ich es in Erinnerung habe. Ja, und das nur dank Clovers entstellender Kosmetik. Dann ist deine Frisur wahrscheinlich auch meine Schuld. Du siehst aber auch irgendwie anders aus, Brit. Ich kann nur nicht genau sagen, was es ist. Naja, wir haben noch genug Zeit, alles zu besprechen, wenn wir erstmal der Whoop-Insel entkommen sind. Du hast recht, die Zeit läuft. Wir müssen so schnell wie möglich weg hier. Wo willst du hin? Dein Flugzeug steht in dieser Richtung. Genau da werden sie uns doch zuerst suchen. Wir müssen zum Strand, wo das Whoop-Tauchboot ist. Ich habe es abgeworfen, als ich im Sinkflug war. Sogar in Extremsituationen behältst du die Nerven. Siehst du, ich bin nicht eifersüchtig. Das habe ich von den Besten gelernt. Es gibt nur ein Problem. Woher wissen wir denn, wo es zum Strand geht? Ganz einfach, wir folgen der Richtung des Windes. Sammy, dein Gesicht ist ja ganz verschmiert. Clover, was hast du denn nur mit ihr gemacht? Okay, jetzt reicht's. Was auch immer bei euch schiefläuft, meine Beauty Patty Produkte sind nicht dran schuld und das werde ich euch beweisen. Hey, keine Sorge, dir wird nichts passieren. Wenn ich mir genau überlege, sind die Kosmetikartikel vielleicht doch schäbig. Das liegt nicht an den Artikeln, das liegt an ihrer Haut. Sie ist aus Latex. Und das ist auch nicht Britney, das ist ja Willa, diese Zeitlupenkopie eines Verbrechers. Ich wusste, ihr grundguten Agentinnen würdet eurer ach so guten Freundin sicher helfen. Und so habe ich ein Apparat konstruiert, um ihr Flugzeug abzufangen. Und zwar intakt. Damit ich fliehen konnte. Na, dann fliehen Sie mal schön. Uns interessiert nur Britney. Wo ist sie? Schnell, schnell, schnell. Ich mag keine Hetze. Ich verabscheue Hetze. Habt ihr denn überhaupt nichts aus unserem letzten Treffen gelernt? Sie durchtriebener Verbrecher, wir sind der Grund, weshalb Sie hier sind. Also wieso glauben Sie, dass Sie uns diesmal besiegen? Schon gut, schon gut. Wir gehen die Sache geruhsamer an. Sehen Sie, wir sprechen jetzt ruhig und ganz langsam. Ich habe mehr als 3 Wochen gebraucht, um diese Rede zu schreiben. Nun könnt ihr mir wenigstens mal geduldig zuhören. Also, wo war ich? Ach ja, richtig. Wenn ich euch Pestbeulen erstmal losgeworden bin, führe ich meine Armee der Bösen von dieser Insel und übernehme die Führung. Und die Kontrolle über die ganze weite Welt. Und das hat 3 Wochen gedauert? Wo ist Britney? Ihr seid wirklich die Besten, aber ihr hättet nicht wegen mir herkommen sollen. Du hättest doch das Gleiche für uns getan. Keine Angst, wir kommen hier schon irgendwie raus. Da haben wir es wieder. Zieht ihr zu schnelle Schlussfolgerungen? Schnell, schnell, schnell. Wann werdet ihr das endlich lernen? Jetzt! Jetzt wäre eine gute Zeit, das zu lernen. Das glaubst aber nur du. Wenn ihr Mädchen euch zu hastig bewegt, kommt euer Ende nur umso schneller. Erinnert ihr euch? Es ist blind. Wir müssen also nur stehen bleiben und es weiß nicht, dass wir hier sind. Ja,
Du hast gut reden. Wenn man unsicher ist, greift man zu Accessoires. Du bist genauso wie ich. Wir müssen mal zusammen shoppen gehen, wenn das hier vorbei ist. Es hört jede Bewegung von uns. Das ist es. Es hört uns. Sehr gute Idee, Brittany. Die Standard-Whoop-Ultraschall-Hunde- und Außerirdischen-Pfeife. Oh. Also ich kann die Pfeife auch hören. Was hat das bloß zu bedeuten? Das ist doch keine Pfeife, das ist meine Uhr. Eine Sekunde dachte ich wäre ein Außerirdischer. Wir haben jetzt nur noch 4 Minuten, bevor die Insel explodiert und wir dann mit ihr. Du hast nicht zufällig eine Karte, wie es zum Flugzeug geht? Ich habe was viel Besseres. Eine Laserspur. Ich habe sie ausgelöst, als ich gefangen wurde. Wow, wir haben dich aber wirklich gut trainiert. Aber total. Wir sollten mal mit Jerry reden, dass du mit uns ein ständiges Team bildest. Das ist sehr lieb, Alex. Aber Jerry hat mich schon einem Team zugeteilt. Mädels, das sind Dimitri und Javier. Meine! Wie unfair! Sie werden beim Organisationstreffen sein. Ich stelle euch dann vor. Ha! 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 2 Minuten 49 Sekunden. Wie weit sind wir vom Flugzeug entfernt? Es ist genau hinter der Baumgruppe dort. Sie würden vor uns da sein. Nicht, wenn wir den Hologrammstimmungsring benutzen. Ich verhülle das richtige Flugzeug und erschaffe versetzt ein anderes. Gute Idee. Willard wird dann seine fiesen Verbrecher ins Nichts schicken. Und die sitzen dann alle zusammen in der Falle. Und ich habe dafür ganz genau das richtige Zubehör. Gebt mir 2 Sekunden Vorsprung und lockt sie dann zum Flugzeug rüber. Ein Mississippi, 2 Mississippi. Beeilt euch, das Flugzeug ist in diese Richtung. Hä? Schnell, bevor sie sich das Flugzeug schnappen. Für jemanden, der Schnelligkeit verabscheut, bewegt er sich ganz schön schnell. Ihr Grundguten denkt, dass ihr so schnell seid. Schnappt sie! Was ist das? Parfum? Auch wenn sie viel davon nötig hätten, das wird fürs Erste reichen. Ein kleines Sofortentwicklungsspray. Sehen Sie, schnell muss nicht immer schlecht sein. Ein guter Ratschlag. Ich habe ihr die Wegtauch-Schlagrollbewegung beigebracht. Ich hatte schon vergessen, wie toll es ist, mit euch zusammenzuarbeiten. Und wir sehen dabei auch noch gut aus. Eine persönliche Hautpflegeformel, an der Whoop gerade arbeitet.
Also genau so kenne ich Sam und Alex. Was denn? Ja, ist ja gut. Ich gebe meinen Beauty-Betty-Ausweis zurück. Wir wussten, dass du einlenkst, aber wann genau kriegen wir unser Geld wieder? Wer hat was von einer Geld-Zurück-Garantie gesagt? Aber du hast doch gerade zugegeben, dass deine Produkte lahme Fälschung sind. Beauty-Betty-Verkäufe sind endgültig. Wie soll ich denn auch meine Kommission bekommen, wenn ich jetzt allen ihr Geld zurückgebe? Ich gebe zu, als ich Britney zuerst gesehen habe, lag sie als Rivalin. Aber sie hat mir auch total Konkurrenz gemacht. Ihr wisst schon, sie war hübsch und talentiert, genau wie eine Agentin. Aber ich glaube, nur weil wir die gleichen Interessen haben und das gleiche Können besitzen, müssen wir nicht zwangsläufig Feinde sein. Oder doch? Nein! Richtig? Richtig. Hey, wartet mal kurz. Vielleicht sind wir deshalb so gute Freundinnen, weil wir uns so ähnlich sind. Außerdem ist sie super hip. Ich meine, noch hipper als Clover. Das habe ich gehört. Upsi.